Hallo liebe Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal Grandpa Tassos Cooking. Wir machen heute eine griechische Hackfleisch-Pita und auch die Blätter dazu werden wir selbst zubereiten. Dann wollen wir mal dieses Backblech mit einer super leckeren Hackfleisch-Pita füllen. Als erstes kümmern wir uns um den Teig. Ihr könnt sie auch mit fertigem Teig machen. Filoteig gibt es zu kaufen und mischen. Die Zutaten sind genau abgewogen: Olivenöl, Essig, damit der Teig knusprig wird, und das Wasser bei Zimmertemperatur. Sobald die Masse sich etwas gefestigt hat, streuen wir etwas Mehl auf die Arbeitsfläche und kneten per Hand weiter für 10 Minuten. Das können wir natürlich auch der Küchenmaschine überlassen. Jetzt aber nicht zu viel Mehl verwenden, damit der Teig geschmeidig und elastisch bleibt. Also ich habe für 9 Minuten geknetet. So, ein klein wenig Mehl, den elastischen Teig zu einer Kugel formen, auf die bemehlte Fläche stellen und zugedeckt für eine halbe Stunde gehen lassen. Kann auch länger rasten. Nach mindestens einer halben Stunde Rast teilen wir den Teig in mindestens 12 Stücke. Das sind 8, also die teile ich nochmal, machen wir 16 draus. Die einzelnen Stücke zu kleinen Kugelformen. Speisestärke auf die Arbeitsfläche streuen, damit der Teig geschmeidig bleibt. Würden wir Mehl nehmen, würde er fester werden. Wir nehmen jeweils eine Kugel. Wir beginnen mit der Kugel, die wir als erste geformt haben, und rollen sie mit dem Nudelholz aus. Etwas kleiner als unser Teller. Das ist ein ganz normaler Speiseteller. Genauso auf dem Teller etwas Mehl streuen oder Speisestärke, den ausgerollten Teig auf dem Teller legen und gut mit zerlassener Butter bestreichen. Speisestärke. So machen wir weiter mit allen Kugeln. Dieses legen wir auf das erste drauf und bestreichen es mit Butter. Guter Butter. Damit ich mich nicht ständig wiederhole, 8 Teigblätter kommen auf diesem Teller und 8 weitere auf dem zweiten Teller. Sobald ich fertig bin, machen wir weiter. So, das ist jetzt das 8. Teigblatt. Obendrauf bitte keine Butter, sondern etwas Speisestärke. Mit Klarsichtfolie bedecken und für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Kann aber auch über Nacht im Kühlschrank bleiben und man macht am nächsten Tag weiter. Kann überhaupt nichts passieren. Ein wenig Olivenöl in die Pfanne geben und dann das Hackfleisch darin anbraten, bis keine Feuchtigkeit mehr da ist und es etwas Farbe bekommen hat. Rezeptzutaten und Zubereitung sind wie immer auf meiner Homepage zu finden, papustassos.com. Sobald der Fleischsaft verdunstet ist, das merkt man, weil es dann zu braten beginnt, nun gebe ich die Zwiebeln hinein, in dünnen Scheiben geschnitten. Die Hitze etwas runterdrehen, für 4 bis 5 Minuten die Zwiebeln glasig dünsten. Und wer mag, fügt auch 1 bis 2 Zehen Knoblauch hinzu. Ich werde welchen verwenden. Ihr könnt selbst entscheiden. Salzen. Vorsichtig mit dem Salz, denn der Käse ist ja auch gut gesalzen. Frisch gemahlenen Pfeffer nach Gusto. Feuer ausmachen und fein gehackte Petersilie hinzu. Gut vermischen, vom Feuer nehmen und abkühlen lassen. Bevor wir uns dem Teig widmen, fetten wir erst das Backblech gut ein.
Entweder mit Butter, geht aber auch mit Olivenöl. Auch die Seitenwände gut bestreichen. Solange das Hackfleisch abkühlt, bereiten wir die Käsefüllung vor. In einer Schüssel schlagen wir ein Ei, Joghurt hinzu und mit dem Ei zusammen verrühren. Der geriebene Käse kommt jetzt rein. Zunächst der Feta-Käse, einen gelben Käse eurer Wahl. Ihr könnt Gouda nehmen oder sonstigen Käse und gut mischen. An dieser Stelle kann, wer will, auch etwas schwarzen Pfeffer zufügen. Das inzwischen kalte Hackfleisch dazugeben und alles gut vermengen. Und damit haben wir eine erstklassige Füllung. Teig aus dem Kühlschrank nehmen, Speisestärke auf die Arbeitsfläche streuen, den kalten Teig darauf und alle Blätter zusammen, so wie sie sind, mit einer Teigrolle ausrollen. Durch die Butter zwischen den Blättern lässt sich der Teig unendlich groß ausrollen. Ich werde dieses erste Blatt etwas größer als unser Backblech ausrollen. So, das ist jetzt groß genug. Damit belege ich das Backblech. Die Falten, die ihr seht, sind gewollt. Wir lassen ein wenig über dem Rand stehen, um die Füllung hineingeben zu können. Mit Butter oder Olivenöl beträufeln und die Füllung darauf verteilen. Der Ofen ist schon eingeschaltet bei 180 Grad und wird vorgeheizt, ohne Umluft. Gleichmäßig verteilen und das zweite Teigblatt ausrollen. Das werde ich ein bisschen größer ausrollen, weil es gewellt da drauf kommt. So, in Falten auf die Füllung legen. Dann werden wir auch die Ränder gut einfetten, damit auch sie gut durchbacken und knusprig werden. Beide Blätter zusammen zwischen den Fingern fassen, zusammendrücken und nach innen drehen. Die Pita in Stücke beliebiger Größe einschneiden. Die restliche Butter oben drauf verteilen. Und jetzt kann gebacken werden. Genau 55 Minuten habe ich gebacken bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Sie ist perfekt gebacken.
Gut gebacken, wie es sein sollte. Schöne Farbe auf Ober- und Unterseite. Guck mal, wie reichlich sie gefüllt ist. Das ist eine richtige Pita. Mir fehlen die Worte. Die beste Fleischpita, die ich je gegessen habe. Tschüss, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Über ein Abo und einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen.